Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und die Meisterschaft in euch zum Vorschein zu bringen. Je mehr ihr euch eures Meisterseins bewusst seid, desto tiefer könnt ihr dieses ergründen und euch daran erfreuen. Jeder von euch ist in sich vollkommen. Ihr wisst um eure Vollkommenheit. Wenn also euer Leben diese Vollkommenheit nicht wiederzuspiegeln scheint, so fühlt ihr euch unvollkommen, denn das, was ihr als tiefste Wahrheit in euch wisst, ist nicht wahrgenommen. Wir möchten dich und euch daher darin ermutigen, euch in jedem Moment wieder neu zu euch zurückzurufen, euch in jedem Moment wieder neu in eurer Vollkommenheit wahrzunehmen, euch in jedem Moment wieder neu jenseits von Mangel in der Fülle zu fühlen. Alles ist euch gegeben, alles, was ihr braucht zum Leben, was ihr braucht zum Streben, was ihr braucht für die Erfüllung eurer Existenz. Das Streben ist niemals eines nach Gütern, das Streben ist niemals eines nach Hineinpassen, das Streben ist stets eines nach Integration, nach Vollkommensein auf die Weise, wie du bist, vollkommen richtig sein, nicht richtig in Abgrenzung gegenüber einem Falsch, richtig im vollwertig sein, in deinem Wert erkannt sein. Nur du selbst kannst dich in deinem Wert erkennen und damit für deinen Wert einstehen, deinen Wert nicht gemindert sehen, ganz gleich, was um dich geschieht. Du bist in der Werterkennung deiner selbst und nur du entscheidest, ob oder ob nicht du in deiner Ausdrucksweise diesem Wert entsprichst. Der Meister in dir weiß, dass er bereits alles gelernt hat und diesem, was er gelernt hat, auf so vielfältige Weise Ausdruck verleihen kann, Ausdruck verleihen darf und Ausdruck verleihen will. So mögt ihr eure Tage auf eine Weise gestalten, dass ihr Raum gebt für diesen Ausdruck eures Seins, eurer Vollkommenheit, des Wertes, den ihr fühlt, den alles hat, den Ausdruck der Liebe. Ihr fühlt diese Liebe, dieses Einssein mit allem, diese Wertschätzung, diese Anerkennung von dem, was ihr seid, was alles ist, indem ihr euch umgebt, mit dem, was sich wert fühlt, der Natur, den Tieren, den Pflanzen, den Elementen, der Sonne, dem Wind, der Luft, dem Wasser, der Erde, indem ihr wertschätzt, was sich wertschätzt, schätzt ihr auch euch wert und fühlt euch vollkommen, könnt euch sammeln, könnt euch zentrieren, seid wieder stark in der Klarheit über euer Sein. Allzu leicht wird der Mensch in einen Zweifel getrieben, den Zweifel an sich selbst, den Zweifel an seiner Lebenswahl, an seiner Lebensrealität.
das Hinterfragen von dem, was natürlich ist, was sich stimmig anfühlt, vielleicht jedoch nicht kollektiv unterstützt wird, nicht kollektiv als Wahrheit angenommen wird. Jeder von euch spielt eine wichtige Rolle im Wandel der Welt. Die Welt will sich wandeln und so braucht es jene, die diesen Wandel mit vollziehen. Wir sagen nicht, dass jeder aktiv einen Wandel bewirken soll. Nein, wir sagen, dass du in dir fühlst, welche Rolle du spielst. Als Meister bist du nicht dem kollektiven Bewusstsein hilflos ausgeliefert, ordnest dich nicht unter und fühlst im möglichen Unterordnen eine Beklemmung. Dein Zusammenspiel mit anderen spielt sich auf einer liebevollen Ebene ab, bei der du nicht recht haben musst, dich nicht durchsetzen musst und doch in dem, was du bist, vollkommen gesehen, vollkommen anerkannt, vollkommen in das Spiel mit aufgenommen bist. Jeder Mensch ist besonders. Dies sagen wir nun zum wiederholten Mal. Was dies bedeutet ist, dass kein Mensch versucht werden muss, gleich gemacht zu werden, dass jeder Mensch neu erkannt werden muss, um wirklich frei zu sein. Dieser Mensch, so wie du, ist der Meister seines Lebens. Du bist der Meister deines Lebens. Indem du dein Leben meisterst, meisterst du auch das Leben der anderen. Denn du kannst nicht unabhängig von dem anderen Leben liebevoll existieren. Erst im Zusammenspiel mit allem, was ist, findest du deine Schönheit, deinen Wert in deinem Leben, in deiner primären Wahl von dem, was du als Erfahrung auf Erden wählst, erleben willst, erlaubst. Indem du mit jeder Wahl, die du triffst, in vollkommenem Frieden bist, fällt es dir leicht, auch mit jeder Wahl, die andere Menschen treffen, in vollkommenem Frieden zu sein. Will sagen, das, was ein Mensch erlebt, eröffnet ihm tiefe Erfahrung und Meistern dieser Realität. Die Voraussetzungen, mit denen ein Mensch auf die Erde kommt, sind gewählt. Selbst gewählt im Sinne von Gott gewählt. Nicht selbst gewählt im Sinne von individuell gewählt. Das Individuum, das sich prägt, das Individuum, das auf der Erde sichtbar ist das Ergebnis der göttlichen Wahl. Das Individuum, was du bist, also ist das Ergebnis deiner göttlichen Wahl. Aus deinem Gottbewusstsein, Allbewusstsein, Essenz, Sein heraus hast du dich erschaffen und dich hineinfokussiert in diese von dir geschaffene Form. In dieser Form erlebst du optimal, was du zu erleben wünschst. Wünschst du viel,
in großer Abenteuerfreude zu erleben, so magst du in die Kategorie hineinpassen, in der du hyperaktiv und ADHS betitelt, belabelt bist. Du magst dort hineinpassen und wirst dich doch nicht vollkommen darin wiederfinden, denn du bist größer als jede Schublade. All die Labels, die gegeben sind, können dir helfen, dich besser in deiner Einzigartigkeit zu verstehen. Sie sind nicht dazu da, dich als limitiert zu fühlen. Ebenso können dir alle Label, alle Schaltpläne, alles, was du über Menschen und Individuen herausfinden kannst, helfen, um sie so zu nehmen, wie sie sind, um ihre Natur anzuerkennen, sie nicht deiner gleich zu machen zu versuchen. Bedeutet, im Umgang mit anderen Menschen magst du es mitunter nicht ganz leicht haben, weil sie anders funktionieren als du selbst. Es gilt für dich immer und stets, dich an erste Stelle zu stellen, nicht aus einem Egoismus heraus, nein, aus dem Bewusstsein heraus, dass du dein Leben als primären Erfahrungsgrund gewählt hast. Du hast dein Leben gewählt, um es primär zu erleben, und so ist es an dir, für dieses dein Leben volle Verantwortung zu übernehmen, in der vollen Verantwortung für dich zu stehen. Nimmst du Emotionen anderer auf? Nimmst du Rücksicht auf das, wie andere mit dir umzugehen scheinen und von dir angenommen umgehen werden, wenn du dies oder jenes tust oder nicht tust? So entfernst du dich von dir selbst, entfernst dich von deiner Klarheit im Sein und wirst zu einem Spielball des Gespielten. Bleibe in deiner Klarheit, bleibe in deiner Wahrheit. Hinterfrage nicht aufgrund derer, die dich umgeben. Lass dich inspirieren, doch lass dich nicht verdrehen. Lass dich nicht darauf ein, so wie andere zu sein, denn du bist genau so geschaffen und erschaffen, wie es für dich optimal ist. Wenn du das erkennst, kannst du die anderen in ihrer Lebenswahrheit und Lebensrealität, Lebenswahrnehmung lassen. Du kannst jeden in seiner Wahrnehmung lassen. Du kannst jeden in seinem Spiel lassen und bist doch klar in dem, was es für dich braucht. Kannst klar sagen, in meinem Feld dies nicht. In deinem Feld bist du frei, doch in meinem Feld dies nicht. Oder in unserem Feld lasse ich mich auf dieses und jenes ein, doch das kann für mich nicht sein. Du darfst die Klarheit haben, die es braucht, um bei dir zu sein. Du brauchst nicht die Emotionen anderer aufzufangen, abzufedern, brauchst nicht die Realitäten anderer mitzuspielen, um sie nicht in Frage zu stellen, brauchst dich nicht einer Realität unterzuordnen, die für andere funktioniert. Du darfst in deinem Leben frei sein. Diese Freiheit zeigt sich dir, indem du keine Sorgen hast, denn du weißt, wie der Vogel
der in den Lüften schwebt und sich im Baum niederlässt, der auf der Erde findet, was ihn nährt und doch sein Spiel frei spielt. Du weißt, wie dieser Vogel, dass dir alles gegeben ist, nicht frei von Anstrengung, doch in einer Leichtigkeit, die du innerlich fühlst, die dich befreit, in einer Leichtigkeit, die selbst die Anstrengung, die in deinem Spiel gefordert sein mag, Freude mit sich bringt. Der Läufer, der weite Strecken läuft, erlebt das Glück, das sich in ihm freisetzt durch sein Laufen. Ist dieses Laufen frei von Anstrengung? Nein. Doch die Anstrengung ist Teil seines Spiels und er lernt diese Anstrengung zu lieben. In deiner Wertschätzung deiner selbst erkennst du, wonach sich dein Leben sehnt. Auf einer tiefen Ebene, auf der Ebene der Liebe. Du erkennst, worin sich in deinem Leben die Liebe ausdrückt und du gibst diesem Raum. Du folgst nicht den Formen, die dir angeboten werden, aus der Massenproduktion heraus. Du erlaubst dir deinen individuellen Weg und erlaubst jedem um dich herum ebenso seinen individuellen Weg. Dein Umgang mit den Menschen wird ein sanfter, liebevoller, lieblicher, wenn du mit dir selbst sanft, liebevoll und lieblich bist. Du kannst in deinem Umgang mit dir selbst erkennen, wie du mit anderen bereit bist umzugehen. Und so sagen wir, miss dich nicht an deinem Umgang mit anderen, sondern übe deinen Umgang mit dir selbst. Praktisch gesprochen bedeutet dies, erlaube dir, dem Ausdruck der Liebe mehr Raum zu geben. Erlaube dir selbst, deine Liebe durch alles fließen zu lassen, was du tust, wann immer du bewusst bist. Der bewusst gestartete Tag mag dir helfen, bewusst durch den Tag zu gehen. Und so ist die Minute am Morgen, in der du dir bewusst machst, wie du dein Leben wählst zu gestalten, wie du dein Sein wählst auszudrücken, von enormem Wert. Wir empfehlen dir, dein Leben so zu leben, wie du es fühlst. Wir sagen nicht, wie du es wünschst, denn du fühlst, was für dich natürlich ist. So wie der Vogel fühlt, dass das Fliegen für ihn natürlich ist. Und es doch sehr verschiedene Vögel gibt, auch solche, die nicht fliegen, niemals fliegen werden, nicht gemacht sind, um zu fliegen. So fühlen auch diese Vögel, wofür sie gemacht sind, wofür sie ihre Flügel einsetzen. Kein Vogel ist mehr oder weniger wert als ein anderer. Doch der Vogel, der versucht, anderes zu tun als das, wofür er gekommen ist, wird schiffbrüchig aus seiner Inkarnation treten. Die größte Aufgabe, mit der du also gekommen bist auf die Erde, ist, dich zu leben, für dich einzustehen und gemäß deinem Sein deine Liebe auszudrücken. Kannst du also am Morgen
deinen Tag auf eine Weise fühlen, dich selbst auf eine Weise fühlen, dass du die Inspiration hast, dich durch den Tag hindurch auszudrücken, die Liebe in dir fließen zu lassen und durch dich strömen zu lassen, kannst du den Tag so beginnen, dass du dich daran erinnerst, auf welche Weise du mit dir selbst sein möchtest, umgehen möchtest, deinen Impulsen folgen möchtest, dich behandeln möchtest. So wird es dich nach und nach mehr in diese deine gefühlte Seinsnatürlichkeit bringen. Ihr wisst bereits, dass das Notieren, das Aufschreiben eine Form der Manifestation ist, da ihr das Geistige in das Materielle, das Nicht-Sichtbare in das Sichtbare bringt. Und so ist das mit vollkommenem Bewusstsein, mit Präsenz niedergeschriebene, kraftvoller als das nur Gedachte. So ist das Gebet, das ihr in euch tragt, um ein vielvolles, kraftvoller, wenn ihr diesen klitzekleinen Einsatz bringt, es niederzuschreiben und an euren heiligen Ort zu legen. Nicht um täglich gesehen zu werden, nein, um einfach da zu sein. Die Unterstützung des Universums ist oh so unendlich. Sie zu erhalten bedarf eurer Zustimmung. Und so braucht es nicht viel, oh nicht viel, um unterstützt zu sein, durch alles hindurch. Doch dieses nicht viel kann euch manchmal zu viel erscheinen. Es braucht euer Erlauben. Das Erlauben aus einer hohen Frequenz heraus fällt leicht, denn ihr fühlt eure Natur, fühlt eure Göttlichkeit, fühlt die Schöpferkraft, die kosmische Harmonie euch durchströmen, euch sein. Das Erlauben aus einer niedrigen Frequenz heraus scheint unerreichbar, weit weg. Und so ist der Einsatz, den du bringen kannst, ein einfacher und zugleich klarer. Der Einsatz, dein Gebet niederzuschreiben, dein Gebet durch die bewusste Feder fließen zu lassen, deine Ausrichtung, deine Intention. Wie du weißt, sprechen wir hier nicht von einem Ich erschaffe meine Welt auf eine Weise, dass sie mir gefällt. Dieses dir gefallen ist oft geprägt von dem, was du siehst. Und so erschafft der Mensch in seinem Erkennen seiner Schaffensmöglichkeit, seiner Schöpferkraft häufig zunächst einmal das, was er denkt zu sehen, um dann zu finden, wie sich dieses anfühlt, was er gesehen hat, und darüber hinaus zu wollen. Nicht selten sich darin gefangen dann vorfindend, fühlend. Wir regen dich an, genau das in deine tägliche Intention, in deine tägliche Ausrichtung, in dein tägliches Erlauben hineinfließen zu lassen, was du fühlst, was dein natürlicher Zustand ist. Wärst du ein Vogel,
So würdest du also niederschreiben: Lass mich die Freiheit, die Fülle, die Schönheit erleben und ausdrücken, ausdrücken und erleben. Lass mich ein Abbild, ein Ebenbild der Göttlichkeit sein. Lass mich inspirieren und lass mich inspiriert sein. Lass mich in vollkommener Harmonie mit allem schweben. Lass jenes, das ich verspeise und zu mir nehme, eine Erfahrung des Einsseins sein, in tiefer Dankbarkeit, im Spiel auf Erden. Lass mich alles, das mir begegnet, als vollkommene Orchestrierung wahrnehmen und mich darin wert fühlen. Lass mich sein und führe mich und sei ich. Du weißt, was für dich immer wieder als Impuls, als Einladung kommt, um es in deinen Tag, in deinen Alltag zu weben. Du weißt, dass es immer wieder kommt, und so magst du gewillt sein, es beiseite zu stellen, denn es rennt nicht weg. Malst du gerne, drückst dich gerne in Farben aus, so mag es sein, dass du über Jahre hinweg diese Farben beiseite schieben kannst, diese Leinwand nicht berühren kannst, denn du weißt, sie wartet geduldig auf dich. Das, wozu du bestimmt bist, das, worin sich in dir die Liebe ausdrückt, fühlbar ist, einen Weg auf die Erde zu strömen sucht, ist geduldig. Es wartet auf dich. Musizierst du gern, drückst du dich gern in Stimme und Klang aus, so weißt du, dass selbst wenn du es heute nicht tust, es auf dich wartet. Und so verbringen viele Menschen damit, alles andere zu tun als das, wozu sie gerufen sind, als das, was ihnen entspricht, als zu fliegen, zu schwimmen, ganz so, wie es ihrer Natur entspricht. Wir laden dich ein, dem mehr Raum zu geben, denn du weißt um die Erfüllung deines Seins. Du weißt, wie sehr es sich nährend anfühlt, wenn du dem, was da geduldig auf dich wartet, deine Aufmerksamkeit schenkst, deine Hingabe widmest, deinen Energiefluss gewährst. Es mag für dich das Schreiben sein, es mag für dich die Stille in der Natur oder an deinem Lieblingsort sein. Mitunter mag es auch die Begegnung mit einem langjährigen Freund, einem Vertrauten, einer Vertrauten sein. Es mag für dich das dich umgeben mit bestimmten Tieren sein, mit denen du auf Seelenebene kommunizierst. Du weißt, all das, es wartet auf dich, es ist geduldig. Je mehr du dich darauf einlässt, je tiefer du erlaubst, das, was da auf dich wartet, in deinen Alltag fließen zu lassen, es nicht warten lässt, sondern inspiriert, diesem das Spiel gewährst, desto höher wandelt sich dein Sein in die Liebe, desto tiefer fühlst du dich zu Hause in deinem ganz individuellen Sein. Das, wie du gestrickt bist, dein Tempo, deine Geschwindigkeit, deine Ruhe, dein Tatendrang, all das ist für dich gemacht, um das, worin sich Liebe durch dich ausdrückt,
zu leben. Das langsame Auto ist auf seine Weise gemacht, um die Landschaft zu genießen. Das schnelle Auto bringt dich schneller dorthin, wo du hin willst. Jedes Auto hat seinen Reiz und seine Bestimmung. Willst du mit einem Auto, welches geringe PS hat, schnell an einen Ort kommen, durch eine bergige Landschaft, so wirst du keine große Freude mit diesem Auto haben. Nimmst du einen Sportwagen für lange Strecken, so wirst du merken, dass du unendlich viel Energie in dieses Auto hineinstecken musst. Nimmst du ein gefälliges Auto, um eine Sportstrecke zu meistern, so kann es sein, dass du hinter allen zurückbleibst. Ebenso wie diese verschiedenen Autos sind die verschiedenen Aufgestelltheiten des Menschen, die verschiedenen Schaltpläne, die verschiedenen Kategorien wurden bereits gelabelt. Du brauchst dich jedoch nicht mit deiner Kategorie zu identifizieren. Sie hilft dir, um in deiner Einzigartigkeit nicht allein zu sein. Sie begrenzt dich jedoch, wenn du versuchst, auf genau diese Weise zu sein, weil irgendein jemand diese Weise beschrieben hat. Es gibt so viel Vielfalt, selbst in den Schubladen. Und so erlaube dir, dass alles, was dir attestiert wird, Freiheit bringt. Die Freiheit, anders zu sein, auf deine Weise zu sein. Doch lass dich nicht begrenzen durch irgendetwas, das sich begrenzt anfühlt. Du bist nicht begrenzt. Alles ist für dich möglich. Wenn du fühlst, etwas tun zu wollen und fühlst, dafür nicht ausgestattet zu sein, dann fühle tief hinein. Fühle, ob es sich bereits dadurch erschöpft, dass du es fühlst, dass du innerlich dieses Fühlen erlebst, dass du beobachtest im Flug der Vögel, wie es ist, durch die Himmel zu schweben, mit kräftigen Flügelschlägen, in der Dimensionslosigkeit zu sein. Fühle diese Freiheit und spüre, ob nicht darin bereits die Erfüllung liegt, ob du tatsächlich immer noch den Drang, den Zwang und in diesem Fall die Inspiration, die Herzenseinladung spürst. Mit deinem physischen Körper dies zu erleben, zu fliegen, zu tanzen, wie ein Sportauto schnell zu fahren oder tief zu tauchen, hoch zu springen. Dies sind nur ein paar anschauliche Beispiele, um dir bewusst zu machen, dass es viele Dinge gibt, die dich faszinieren, die dich inspirieren, innerlich etwas zu fühlen. Schaust du Eiskunstläufer an, so magst du eine große Faszination verspüren und fühlst, wie sie sich fühlen mögen, fühlst die Freiheit, die aus ihnen zu dir kommt. Gehst du jedoch tief hinein, so magst du fühlen, dass du deinem Körper diese Strapazen nicht zumuten möchtest, um zu diesem Ergebnis zu kommen, dass dein Körper sich auch frei fühlen kann, ohne dieser Vogel zu sein, ohne dieser Eiskunstläufer zu sein. Fühlst du tief hinein, fühlst du,
ob dort weiterhin die Einladung besteht, mit deinem Körper dies zu erleben oder nicht. Und besteht die Einladung weiterhin, so lass dich nicht begrenzen, lass dich nicht abhalten. Beginne den Eiskunstlauf. Beginne den Flug, auf welche Weise auch immer, achtsam und in Anerkennung und Wertschätzung deines Körpers. Nicht auf Kosten von, nein, immer mit Hilfe von. Schätze dich wert in allen deinen Körpern. Schätze dich wert in deinem Sein. Sieh dich ausgedrückt durch das, was du bist. Doch reduziere deinen Körper, deine Erscheinung nicht auf das, was du siehst, nicht auf das, was andere sehen. Fühle, dass das, womit du ausgestattet bist, dir auch Aufschluss darüber erlaubt, was für dich vorgesehen ist, dich dorthin zurückführt, wo geduldig dein Liebeausdruck auf dich wartet, Moment für Moment, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Leben für Leben. Dein Sein lädt dich ein, das, was immer für dich da ist und auf dich wartet, zu tun, wann immer du dafür offen bist. Spürst du einen Druck, einen Zwang, einen Drang, so atme durch. Finde zu dir zurück. Jeder Druck, jeder Zwang, jeder Drang kommt aus dem, wie es andere tun, was sich wirklich harmonisch anfühlt, was dir wirklich entspricht, ist immer getragen von Geduld, von Ruhe, von Licht. Nichts verpasst du, wenn du an dieser Stelle nicht sofort springst. Und wenn du fühlst, etwas zu verpassen, ruf dich zurück. Erlaube dir nicht aus der verpassten Motivation heraus zu handeln, Schnellschüsse zu tun, auf den Wagen aufzuspringen, mit einem Fuß und daran herumbaumelnd. Erlaube dir, wie du bist, in deiner vollen Präsenz Ja und Nein zu sagen. Jedes Türchen, das sich dir öffnet, führt nicht einen Weg entlang. Es öffnet dir einen Raum, eine Vielfalt von unendlichen Möglichkeiten. Und so ist das, was du hinter dieser Tür vorfindest, eine reiche Realität, die dich nicht begrenzt. Selbst wenn du einen Schritt in eine Richtung gehst, so kann das, was es bringt, viel einfacher sein als die Motivation, die hinter diesem Schritt lag. Jede Begegnung, alles, was dir widerfährt, rechtfertigt in sich diesen deinen Schritt, indem du in diese Richtung einen Schritt tust, hat sich unter dir bereits die Realität geformt und ist somit in Kraft getreten. Du kannst dann deinen Schritt wieder zurücksetzen und dieser Realität erlauben, weiter zu existieren. Sie ist dann Teil
deiner Erlebenswelt, auch wenn du diesen Raum nicht weiter bedienst, diese Realität nicht weiter nährst. Du trägst sie in deinem Bewusstsein. Und somit ist jedem von euch gewährt, einen Schritt hierhin zu setzen und daraus keinen Lebensweg zu machen, einen Schritt dorthin zu setzen und daraus keine Phase des Lebens zu machen. Wo immer es dich hinträgt, erlaube dir, deine Liebe, dich zu durchfließen. Erlaube dir deinen Wert und sei in dir sicher. Dieses Jahr also, das Jahr, in dem ihr euch jetzt befindet, ist eines der Selbstanerkennung. Es trägt in sich die Qualität der Liebeäußerung. Nicht auf eine verbale Weise anderen gegenüber, nein. Auf eine Weise, dass du dir selbst bewusst bist, bewusst wirst, wie sich in dir und durch dich die Liebe ausdrückt, auf primäre Weise. Dieses Jahr ist ein Jahr der Selbstwertschätzung, in dem du all das, was dir bereits bewusst ist, anerkennst. Du erkennst an, indem du sein lässt, indem du andere sein lässt, aber auch Situationen sein lässt und dich immer als Liebe hineinbringst, wenn du dich einbringst, dich jedoch nicht hineinzwingst und nicht hineingezwungen siehst. Du erlaubst allem zu existieren und schätzt deine Liebeausdrucksweise wert, verankerst dich tiefer in deinem Ausdruck der Liebe. Dies ist nicht ein Ausdruck, dies ist ebenso vielfältig wie du bist. Dieses Jahr ist für dich das Jahr der Integration deines Seins. Du erkennst dich an als ein Individuum, das doch die volle Göttlichkeit in sich trägt. Du erkennst an, dass du mit dem, wie du gestrickt bist, auf eine Weise erscheinst. Versuchst dies nicht zu ändern, dies nicht anzuzweifeln, dies nicht zu hinterfragen, sondern bist dankbar für das, was dir gegeben ist, denn es ermöglicht dir diesen Ausdruck der Liebe, deinen Ausdruck der Liebe, den Strahl der Sonne, die Farbe des Regenbogens, die du so liebst, mit der du hier auf Erden bist. Du erlaubst dir dein Sein als Ausdruck der Liebe, deinen Ausdruck der Liebe. Du gehst nicht mehr in den Wagen des Zuges der Gesellschaft, sortierst dich nicht mehr ein in die ach so gut passende Schublade, versuchst nicht mehr die dich umgebende Realität zu bedienen, um es den anderen leicht zu machen, um die anderen nicht in ihrer Realität in Frage zu stellen durch dein bloßes Sein. Du versuchst nicht zu versuchen, denn du bist in dir, was du bist, in deinem Bewusstsein für deine Vollkommenheit. Ausdruck der Liebe auf deine Weise durch alles hindurch. Vollkommenheit ist, was durch dich fließt. Liebe
ist, was du bist. Frieden ist, was sich durch deine Präsenz hindurch ausbreitet. Wir lieben dich, wir lieben, wir sind die Liebe, die du bist, die durch dich fließt. Alles ist, was du bist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.